Ein herzliches Moin wieder hier auf dem Homatic IP-Kanal. Ihr seid interessiert daran, wie man Messdaten erfasst und visualisiert? Dann bleibt dran, wir erklären es euch im Video. Wenn ihr Messdaten erfassen und visualisieren wollt, dann müsst ihr so ein kleines bisschen was beachten in der Homatic IP-App. Zunächst einmal geht ihr nämlich im Bereich Mehr auf den Punkt Messdaten. Und in dieser Messdatenerfassung müsst ihr zunächst einmal festlegen, von welchen Geräten ihr denn überhaupt Daten mit protokollieren wollt. Das geschieht wie folgt. Ihr klickt hier oben einfach auf die 3 Punkte und wählt Konfiguration aus. Denn hier habt ihr jetzt die Möglichkeit auszuwählen, welche Daten eurer Geräte visualisiert werden sollen. Die werden als Datenpunkte auf unserem Server gespeichert. Dafür habt ihr maximal 20 Attribute zur Verfügung. Attribute bedeutet eine Eigenschaft eines Gerätes. Also ein Wettersensor liefert zum Beispiel Windgeschwindigkeit, der liefert die Temperatur, der liefert auch die Luftfeuchtigkeit. Jede dieser Werte ist ein einzelnes Attribut quasi und dafür könnt ihr 20 Stück mitloggen und visualisieren. In der Konfiguration wählt ihr also einfach zunächst einmal aus, von welchen Geräten ihr die Attribute protokollieren wollt. Ich habe jetzt hier schon mal einige angeklickt. In Summe sind es 8 Attribute bei mir. Ich könnte jetzt aber auch beispielsweise noch die Windstärke als Attribut mit hinzufügen und hätte damit 9 von 20 Attributen ausgewählt. Fertig. Jetzt muss natürlich ein kleines bisschen Zeit vergehen. Im Laufe der Zeit werden jetzt immer wieder Daten von euren Sensoren, von euren Aktoren erfasst, von euren Geräten im Allgemeinen erfasst und auf dem Server abgelegt. Und dann könnt ihr mit Plus ein entsprechendes Diagramm jetzt zu diesen Attributen, zu diesen Daten erstellen. Wenn euch beispielsweise interessiert, wie sich die Leistung einer Schaltmesssteckdose verhalten hat über die Zeit, ja, dann wähle ich einfach jetzt die Kaffeemaschine bei mir aus und erhalte ein entsprechendes Diagramm, das mir die Leistung über die Zeit darstellt. Dabei könnt ihr euch das Ganze im Tagesverlauf anschauen, im Wochenverlauf anschauen, im Monatsverlauf anschauen und sogar im Jahresverlauf anschauen. Bekommt also wirklich viele, viele Werte in Form eines Diagramms dargestellt. Ich will euch das auch noch mal am Beispiel der Temperatur zeigen. Dafür gehe ich einfach mal auf meinen Wettersensor. Der ist unter Ist-Temperatur zu finden. Dieses Attribut habe ich ebenfalls mitgespeichert. Und dann seht ihr, wie sich hier die Temperatur des Wettersensors über die Zeit entwickelt und verhalten hat. Hier mit dem Finger könnt ihr einfach durchscrollen oder auch mal sagen, zeigt mir die gesamte Woche als Verlauf an. Das geht einmal im Hochformat, aber auch im Querformat. Im Querformat erhaltet ihr dann natürlich ein bisschen mehr Platz für euer Diagramm und mit der Lupe könnt ihr auch jederzeit zu einem bestimmten Tag springen und euch diesen nochmal anschauen. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt ein Diagramm, das interessiert mich doch immer und immer wieder, dann könnt ihr euch dazu einen Favoriten anlegen. Dafür gibt es hier oben das kleine Herz. Ich klicke das einfach mal an. Ja, und sobald ihr auf dieses Herz draufklickt, werdet ihr nach einem Namen gefragt für dieses Diagramm. Zum Beispiel Temperatur außen könnte das bei uns jetzt heißen. Und sobald ich diese speichere, muss ich es nicht immer wieder als neues Attribut für die Visualisierung auswählen, sondern kann hier einfach aus einer Liste verschiedenster Diagramme, verschiedenster Favoriten auswählen. So, und da habe ich jetzt gerade zum Beispiel die Temperatur außen ja für euch erzeugt und so kann ich dieses Diagramm eben immer wieder aufrufen. Ich habe hier jetzt auch mal einige Favoriten schon im Vorfeld für euch abgelegt, damit natürlich schon fleißig Datenpunkte gesammelt werden konnten, sonst würden wir hier nicht viel sehen können. So habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, mal 3 Werte übereinander zu legen. Ich habe hier zum Beispiel 3 Temperaturwerte, die gleichzeitig in einem Diagramm angelegt sind oder aber auch die Energie, die eine Kaffeemaschine aufgenommen hat über die Zeit in Form eines Balkendiagramms. Also da gibt es eben verschiedene Formen der Visualisierung. Maximal, wie gesagt, 20 Attribute, die ihr auswählen könnt und die werden für ein Jahr
gespeichert. Das heißt, ihr könnt immer ein Jahr zurückgehen und euch dort noch die Messdaten in Form des Diagramms anschauen. Falls ihr eure Daten nicht nur auf dem Smartphone visualisieren wollt, sondern vielleicht auch ein bisschen weiter verarbeiten mit Excel oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen, dann gibt es noch eine Möglichkeit des Exports. Die findet ihr oben unter diesen 3 Punkten, wo wir auch die Konfiguration der Attribute der Datenpunkte auswählen können. Dort gehen wir allerdings dann in den Bereich Export und jetzt habt ihr 2 Schritte durchzuführen. Zunächst einmal müsst ihr auf Synchronisieren drücken. Damit werden alle Daten, die auf dem Cloud-Server liegen, erstmal lokal auf eurem Telefon gesichert. Ja, sie sind jetzt lokal auf dem Telefon verfügbar. Und jetzt folgt der zweite Schritt. Ihr drückt auf Teilen und damit werden alle Daten, die aus der Cloud quasi vorher runtergeladen worden sind, zu einem Paket zusammengefügt, zu einer ZIP-Datei zusammengefügt und die könnt ihr dann zum Beispiel verschicken per Mailprogramm oder aber auch per AirDrop oder was auch immer für Lösungen da auf eurem Smartphone zur Verfügung stehen. Dieses Datenpaket, diese ZIP-Datei, beinhaltet dann ganz viele CSV-Dateien, Einzeldateien für die jeweiligen Attribute, die ihr zuvor ausgewählt habt. Und die könnt ihr dann ganz hervorragend natürlich mit eurem Tabellenkalkulationsprogramm weiterverarbeiten oder auch dort auf dem PC visualisieren. Wie ihr seht, dauert das einen kleinen Moment, weil all diese Datenpunkte vom Smartphone zu einer ZIP-Datei zusammengefügt werden. Gebt der App dafür einfach so ein paar Minuten Zeit. So, jetzt wurde die ZIP-Datei eben erstellt auf meinem Smartphone und nun könnt ihr bereits erkennen, das ist eine 8,6 Megabyte große Datei geworden und die könnt ihr eben verschicken an eure Kontakte, entweder WhatsApp, AirDrop, per Mail oder was auch immer ihr da bevorzugt. Eine letzte Funktion, die ich euch noch zur Messdatenerfassung oder auch zur Diagrammerstellung zeigen möchte, ist das Löschen von Daten, sofern das mal anstehen sollte. Dafür geht ihr bitte nochmals oben auf die 3 Punkte in den Datenmanager. Hier sehen wir, dass es unterschieden wird, ob Daten lokal auf dem Gerät liegen oder auf unserem Cloud-Server liegen. Und ihr könnt entweder Daten eurer Geräte mit leeren von eurem Smartphone löschen oder wenn ihr auf das rote Löschen klickt, von eurem Smartphone und dem Cloud-Server löschen. Bedenkt dabei, dass wenn ihr hier mit dem roten Papierkorb arbeitet, die Daten wirklich unwiderruflich gelöscht sind und ihr dann nicht nochmal wieder darauf zugreifen könnt, ihr also eine neue Messreihe starten müsstet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Messdatenverarbeitung und Visualisierung. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, ab damit in die Kommentare, gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.